Schaumstoff, Nylon, Stahl und was es nicht noch alles für Materialien gibt. Aber wozu eigentlich? Welchen Sinn erfüllen die verschiedenen Materialien, die wir in der Ausrüstung für die Fechtkunst haben? Dazu mehr im folgenden Video. Willkommen bei mir in der Fechthalle. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum wir eigentlich verschiedene Materialien bei unseren Übungsgeräten, also den Schwertern, wenn wir sie so nennen wollen, oder den Fechtgeräten haben. Die typischen Materialien sind Stahl, Nylon oder Kunststoff und Schaumstoff. Unterricht oder Training sollten grundsätzlich zielorientiert sein. Das heißt, wir haben Lernziele, Ausbildungsziele, an denen sich die komplette Unterrichtsplanung, die Trainingsplanung orientiert. Ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, möchte ich hier den Oberbegriff der sogenannten didaktischen Analyse einfach mal in den Raum werfen. Das heißt, im Bereich der Pädagogik und im Unterbereich der Didaktik des Unterrichtens gibt es die sogenannte didaktische Analyse. Bei dieser didaktischen Analyse geht es darum, die Unterrichtsvorbereitung mit bestimmten Fragen an die verschiedenen Rahmenbedingungen der Unterrichtung oder des Trainings, diese Fragen zu stellen und dann am Ende über die Antworten sein Training zu gestalten oder seinen Unterricht zu gestalten. Typische Rahmenbedingungen sind da zum Beispiel Fragen an die Zielgruppe, an die Zeit, die ich zur Verfügung habe, an die Ausbildungsstätte, aber auch an das Material und natürlich an die Ausbildungsmethoden. Zielorientiert heißt hierbei, dass wir die allererste Frage immer an das Ausbildungsziel oder das Unterrichtsziel stellen. Wir überlegen also nicht zuerst, ob wir eine tolle Methode haben, also wie wir das Ganze machen, welche Ausrüstung wir benutzen, sondern wir fragen immer als allererstes, was ist eigentlich Ziel der Ausbildung? Und so möchte ich das jetzt eigentlich auch mit euch machen. Das heißt, wir schauen uns die verschiedenen Materialien an und fragen dabei aber vorwiegend danach, wozu brauchen wir sie überhaupt? Für welche Fechtertypen, für welche Schultypen, für welche Vereinstypen eignen sich eigentlich welche Materialien, aber natürlich auch für welche Trainingsmethoden, mit welcher Ausrüstung kann ich eigentlich auch diese Materialien zweckmäßig, zielorientiert benutzen. Ich nehme hier einfach mal die Reihenfolge, wie ich das bei mir in der Schule habe. Also wir fangen mit den verschiedenen Materialien an. Die ersten beiden Materialien sind Nylon und Schaumstoff. Fechter fangen bei mir an der Schule grundsätzlich mit Nylonwaffen an, also mit Kunststoffwaffen, manchmal am Anfang auch mit Holz. Holz haben wir jetzt hier gar nicht drin, weil es sehr selten benutzt wird. Starten wir also mit Nylon. Warum und für wen, wozu nutze ich bei mir im Training Nylonwaffen und wozu würde ich es auch empfehlen? Der erste Grund, warum ich Nylonwaffen meinen Schülern empfehle, ist der Preis. Ganz einfach. Nylonwaffen kosten in der Regel unter 100 € und damit sind sie für jeden im Einstieg erschwinglich. Niemand muss also mehrere 100 € ausgeben, wenn er sich noch gar nicht vielleicht so sicher ist, ob er das Hobby oder ob er da in diesem Hobby, im historischen Fechten, das Hobby seines Lebens gefunden hat, in das er viel Zeit und Geld investieren möchte. Und da sind Nylonwaffen eben echt klasse. Der zweite Punkt bei Nylon ist natürlich auch, dass Nylon sehr lange hält. Also ich habe jetzt meine Nylonwaffen von Black Fencer, die wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Schon die ältesten Modelle, die ich hier an der Schule habe, bestimmt schon fast 10 Jahre, denke ich mal grob. Was ist das Tolle an diesen Nylonwaffen? Sie kommen halt den Originalen im Gefühl für einen Einsteiger zumindest sehr nah. Vor allem dadurch, dass sie eben Metallapplikationen haben, also Kreuzstange und der Knauf sind aus Metall gearbeitet. Sie kommen dem Gewicht sehr nah. Zum Beispiel dieses Arming Sword V4-Variante wiegt ungefähr 850, 900 Gramm. Das kommt auch den Einhandschwertern des Mittelalters und auch, insgesamt der Vormoderne sehr nah. Zum Thema historische Waffen, Gewichte etc. werde ich noch meine eigene Folge oder mehrere Folgen machen. Da möchte ich jetzt hier gar nicht so stark drauf eingehen. Aber sie sind auf jeden Fall für ihren Preis sehr passend. Was kann ich mit diesen Nylonschwertern jetzt eigentlich alles machen? In der Grundlagenausbildung bei mir bestehen die ersten Monate vorwiegend daraus, die Heue kennenzulernen, seine Beinarbeit kennenzulernen und dann im zweiten Modul auch seine Versatzungen kennenzulernen. Das heißt, es geht eigentlich darum, anzugreifen und zu verteidigen und das über einen sehr langen Zeitraum in verschiedensten Varianten und Methoden zu üben.
Und dafür eignen sich eben die Nylonwaffen erstmal grundsätzlich klasse. Was kann ich damit machen? Ich kann Solo-Trainings machen, ich kann meine Hauübungen machen, ich kann aber auch Partnerübungen machen, ich kann vorsichtiges Zufechten machen, also Techniktraining, indem ich den Gegner vielleicht noch nicht treffen möchte. Wenn die Fechter schon eine Maske haben, können wir auch schon Treffer setzen. Wir können also echt viel machen. Und sie halten eben auch sehr lange. Ab und zu sollte man mal die Kanten entgraden und schauen, dass man mögliche scharfe Kanten entfernt, sodass es nicht bei möglichen Treffern oder wenn mal jemand mit der Hand in die Klinge greift, zu Verletzungen kommt. Welche Nachteile haben jetzt die Nylonwaffen? Ein großer Nachteil in der methodischen Geschichte ist, dass sie einfach viel zu steif sind, wenn ihr Stichtraining machen wollt. Ihr könnt zum einen kaum Solo-Training auf ein Stoßziel machen und ihr könnt gar kein richtiges Stoßtraining auf einen Partner machen. Es sei denn, ihr wollt eurem Partner sehr dicke blaue Flecken oder, wenn ihr im Brustbereich stoßt, auch Knochenbrüche zufügen. Denn mit dieser Biegsamkeit werdet ihr dem anderen nur Schmerzen zufügen. Und das wollen wir im Training nicht, denn wir wollen hier Sport machen, wollen Spaß an unserem Sport haben. Was gibt es noch zu den Nylonwaffen zu sagen? Also ich kenne halt vorwiegend die der Firma Black Fencer. Ich habe die anderen, die so auf dem Markt sind, ehrlicherweise noch nicht in der Hand gehabt und bin mit denen sehr zufrieden. Einziger Nachteil, und das ist halt bei Verschleißteilen nun mal einfach so, irgendwann fangen oft wie hier, die Knäufe an, lose zu werden. Es gibt da diverse Methoden, um das dann wieder festzumachen, aber grundsätzlich eine der besten Investitionen für Einsteiger. Genau, eine Sache noch, wozu sie besonders gut sind alle Techniken, in denen ihr eure Stahlwaffen schonen wollt. Sofern das halt nicht mit Stichen zu tun hat, nehmen wir als Beispiel die Techniken des Dämpfens oder des Zornhauort, wo ihr starke Klingenimpulse haut. Macht ihr das regelmäßig mit euren Stahlwaffen, werden sie irgendwann sie werden sehr viel schneller brechen, kaputt gehen, unbrauchbar werden, als wenn ihr sie mit Nylon, sage ich mal, austauscht. Dass ihr einfach sagt, okay, wir machen die Übung, so wie ich das auch in der Schule hier mache, öfter mit Nylon und dann das Feintuning mit Stahl. So können wir sehr lange unsere Stahlwaffen, die nun mal auch die teuersten Waffen sind, am Leben halten. Nicht, dass jeder immer denkt, ich zeige nur Einhandwaffen. Ja, ich liebe sie, aber sehr viel im historischen Fechten findet nun mal auch mit dem langen Schwert statt. Deshalb hier auch nochmal ein Langschwertmodell, auch der Firma Black Fencer. Auch die habe ich schon sehr lange. Die Langschwerter haben den Vorteil, dadurch, dass sie eine längere Klinge haben, sind sie etwas biegsamer im Stich und manchmal, je nachdem welches Material Black Fencer gerade benutzt, ist es sogar auch möglich, Stiche auf Stoßkissen zu üben, wie übrigens auch bei manchen Rapiermodellen. Eine Besonderheit hatten für mich früher die Nylon- oder ich nenne sie jetzt mal einfach Kunststoffschwerter der Firma Red Dragon. Die Modelle, die ich jetzt hier habe, gibt es leider nicht mehr. Die waren im Stich sehr flexibel. Und das hat sie eben auch für mich ausgezeichnet, dass man mit ihnen ein klasse Stichtraining machen konnte, bei dem der Partner nicht mal stark gepolsterte Kleidung haben musste. Sehr sicher, sehr viel Spaß. Großer Nachteil bei diesen Waffen, sie sind so glatt gearbeitet, dass sie in der Bindung sofort abrutschen und ein ständiges Rumgerutsche stattfindet. Dadurch sind die Techniken sehr unsauber. Ich habe daher für mich eine Zwischenlösung gefunden, die ich mit meinen Schülern oder die ich meinen Schülern zumindest anbiete. Wir haben ab einem bestimmten Ausmündungsmodul 4 Stiche drin und hier am Beispiel des langen Schwerts habe ich einen Full-Nylon-Trainer von Black Fencer extra für mich machen lassen. Und der Vorteil hierbei ist, er ist sehr leicht, das heißt auch den können Einsteiger schon sehr früh und lange benutzen, denn ein großes Problem, gerade für Einsteiger, ist das Gewicht der Waffen. Zu schwere Waffen fördern am Ende Probleme in der Ausdauer. Das heißt, eure Schüler haben das Problem, wenn sie diese Waffen das ganze Training durchnutzen wollen, die schwereren Nylon- oder Stahlwaffen, dann ermüden sie. Bei Ermüdung wird die Bewegung unsauber und auch diese unsaubere Bewegung wird dann eben eintrainiert. Und das hat Nachteile für den Lernerfolg. Deshalb habe ich hier sehr leichte Varianten von Einhand- und Langschwertern entwickelt, die ungefähr so viel wiegen wie ein Shinai. Ich glaube, die wiegen jetzt so 550 Gramm. Aber, und das ist der große Vorteil, sie sind extrem weich im Stich. Das heißt, mit diesen Full-Nylon-Trainern kann man eben wirklich alle Techniken, die in der Grundlagenausbildung drankommen, machen. Man kann sein Solo-Training machen, man kann sein Haustraining machen, man kann sein Stoßtraining machen und man kann seine ersten Partnerübungen machen. Und sie sind im gleichen Preisbereich, sind also auch nicht teurer. Zwar leider auch nicht wesentlich günstiger,
aber für mich eine ganz tolle Variante. Man kann sie eben auch sehr toll schon in frühen kampfnahen Übungen oder Übungsgefechten benutzen, ohne dass man sehr große Schutzausrüstung braucht. Gut, fassen wir noch mal kurz die Vor- und Nachteile der Nylonwaffen zusammen. Sie sind günstig, sie sind gute Einsteigerwaffen, sie sind sehr langlebig, gehen kaum kaputt und die Full-Nylon-Varianten sind sogar so biegsam, dass sie sehr gut im Stich gebraucht werden können. Insgesamt sind sie nahezu für alle Unterrichts- bzw. Trainingsmethoden anwendbar, je nachdem, was ihr für Schutzausrüstung bei euch in der Schule zur Verfügung habt. Die normalen Nylon-Schwerter mit Metallapplikationen sind in der Regel zu steif für Stiche. Das heißt, sie machen die Stiche unsicher. Das Bindungsgefühl der Nylonwaffen ist insgesamt deutlich schlechter als bei Stahlwaffen, aber immer noch besser als bei Schaumstoffwaffen. Viele Techniken sind mit den dicken Klingen der üblichen Nylonwaffen, die auf dem Markt sind, einfach nicht ausführbar. Durch zwei dicke Klingen, die aneinander arbeiten in der Bindung, ermöglichen die entstehenden Winkel leider viele Techniken einfach gar nicht. Daher sind Nylonwaffen vorzugsweise etwas für Einsteiger oder für die Bereiche des Unterrichts, in denen keine Feinfühligkeit im Bereich zum Beispiel von Bindungsarbeit notwendig ist. Ich nutze sie bei mir in der Schule sehr oft für die ersten Freikämpfe mit mehr Intention, um von den Schaumstoffwaffen wegzukommen und näher an die Ausführung korrekter Techniken im Freikampf heranzuführen. Und C. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir noch einen. Und C. Und ausschütteln. Ja, das ist erstmal alles, was mir grob zu Nylon einfällt. Solltet ihr da weitere Fragen haben, schreibt sie gern in die Kommentare oder schreibt mich an. Ich gehe gern auf weitere Sachen ein, die mir einfach heute nicht eingefallen sind. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr davon wollt, dann unterstützt mich bitte. Abonniert meinen Kanal, denkt auch daran, auf die Glocke zu drücken, sodass ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich neue Videos mache. Und sagt mir auch gern, was euch noch so an Themen interessiert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß und bis bald.